Grüß Gott. Was macht in der Natur alles lebendig? Es ist das Leben, das Geistige, der Lebensfunken oder wie man das auch immer benennen mag. Das Leben selbst kann man ja nicht sehen oder messen, es zeigt sich uns nur durch seine Wirkung. So sind wir Menschen und die ganze Natur von einem Element belebt, das in seiner ureigenen Form für uns nicht sichtbar oder fassbar ist. Alles Leben ist von geistiger Art und wenn es aus dieser Welt entschwindet, so geht es dahin, woher es gekommen ist, in die geistige Welt. Ein Beispiel. Ist ein Mensch am Leben, dann wird der Körper gepflegt und es werden keine Kosten gescheut, um die Gesundheit zu erhalten. Ist er aber gestorben, so kann es vielen nicht schnell genug gehen, dass dieser vorher so geliebte Körper weggeschafft und verbrannt wird. Das zeigt uns, dass für uns der belebende Geist des Menschen das Wichtigste ist. Der Grundgedanke in der Jenseitsforschung ist, dass alles Leben unvergänglich ist und nach dem irdischen Abschied da weiterlebt, wo es seinen Ursprung hat, nämlich in der geistigen oder jenseitigen Welt. Darum dürfen wir uns darauf freuen, dass wir eines Tages all unsere Lieben wiedersehen werden, die uns in diese Jenseitswelt vorausgegangen sind. Indizienbeweise für ein Weiterleben haben wir ja viele. So gibt es bei Nachtodkontakten zahllose Begegnungen, wo sich Verstorbene kurz zeigten. Bei Nahtoderfahrungen durften viele auch ihre verstorbenen Verwandte oder Bekannte wiedersehen. Hinweise auf ein Jenseits geben uns auch Menschen, die eine außerkörperliche Erfahrung machten. Sie konnten sehen, dass es mehr gibt als nur diese materielle Welt. So dürfen wir gewiss sein, dass die jenseitige Welt uns immer nahe ist und dass es auch gewisse Kommunikationsformen zwischen dem Jenseits und dem Diesseits gibt. Eine besondere Art von Kommunikation habe ich in meinem Kanal noch wenig berücksichtigt. Ich möchte diese aber in diesem Beitrag zur Diskussion stellen. Es geht um das plötzliche Sehen von geistigen Bildern, das schon viele Menschen erleben durften. Vielleicht könnte man das auch als eine Vision bezeichnen. Die Erlebnisse sind zwar oft nur kurz, aber doch so eindrücklich, dass es den Betroffenen unvergesslich bleibt. Manchmal ist der Sinn dieser geistigen Bilder für die Betroffenen nicht gleich ersichtlich, aber es gibt ihnen einen Anstoß, über etwas nachzudenken. So soll dies für die Betroffenen in gleichnishafter Form eine persönliche Botschaft sein. Im Anschluss zu dieser Einführung in dieses Thema erzählt Frau Bodenmüller von 2 solchen geistigen Bildern, die sie erlebt hat. Wenn Sie selbst auch schon solche geistigen Bilder wahrgenommen haben, so würde es mich freuen, wenn Sie im Kommentarfeld von Ihren eigenen Erfahrungen berichten. Es geht mir darum, auch solche Erfahrungsformen zu dokumentieren und zur Diskussion zu bringen. Denn solche geistige Bilder sind aus meiner Sicht auch ein wichtiges Element in der Jenseitsforschung. Frau Bodenmüller, Sie haben in den letzten Jahren 2 geistige Bilder erlebt. Können Sie erzählen, wie Sie diese geistigen Bilder gesehen haben? Das war im November, am November letzten Jahres, an einem Spätnachmittag. Ich hatte eine verschleppte Erkältung und habe mich hingelegt und lag so im Dämmerigen, um zu entspannen. Und ich habe aber nicht geschlafen und habe einfach so für mich hingehofft, dass es bald besser wird. Und auf einmal habe ich etwas ganz Beruhigendes gespürt. Und dann war so neben mir, habe ich etwas Kompaktes gespürt. Und auf einmal hat sich das angefühlt, als ob ich vor einem Tisch stehe. Und der Tisch war wunderschön gedeckt in weiß, mit einer weißen Tischdecke und weißen Kerzen, also 2 weißen
Kerzenständern mit je 4 Kerzen. Und die Kerzenständer waren so, also so verziert goldfarben. Und irgendwie schien so ein Licht so drüber. Und diese weiße Farbe, also das Ensemble war so wie in eine weiße Farbe gehüllt. Und diese weiße Farbe, vor allem ausgehend von dieser weißen Tischdecke, hat mich angelächelt. Das hat so ein unheimlich freudiges Lächeln war das. Und es hat so gut getan. Und irgendwie kam das so rüber, so der Tisch ist gedeckt, du bist eingeladen. Und dann war das aber auch, dann ist es wieder entschwunden. Aber ich war, als ich dieses Erlebnis hatte, ganz in diesem Erlebnis. Und zuvor hatte ich auch nicht geschlafen. Können Sie sich die Symbolik dieses Bildes noch erklären? Das sollte vielleicht irgendwie, war das vielleicht an mich ein Gefallen, weil ich mir vielleicht gewünscht habe, dass ich bald gesund werde. Ich habe, dass es irgendwie so ein Zeichen war an mich, dass ich getröstet werden sollte. Sie haben später auch noch ein weiteres geistiges Bild gesehen. Können Sie das auch noch beschreiben? Ja, also ich habe dann bei mir gedacht, ich muss zugeben, ich weiß nicht mehr, zu welchem Zeitpunkt es war, aber ich habe ganz bewusst auf dieses Erlebnis bezogen, habe ich bei mir gedacht, ich möchte, wenn ich mal sterbe, keine Geistwesen treffen. Also von Geister von Verstorbenen oder auch keine Lichtwesen, weil das für mich halt alles fremd ist und dann würde ich erschrecken. Und dann, ich lag dann im Bett, es war 1, 2 Tage später und habe die Augen aufgemacht, bin aufgewacht und dann saß zu meiner Linken, so am Bettrand, ein Lichtwesen. Und das saß aber nicht so, dass es mit dem Gesicht zu mir war, sondern es saß so von der Seite und die ganze Situation war so schön und von diesem Geistwesen, der ging so liebliche Gefühle, so wunderbare Gefühle, ging so nur Positives. Also das war so, als ob so Information zwischen diesem Wesen und mir fließt. Mhm. Also das war alles Trost und Zuversicht. Und danach dachte ich, also so etwas Liebliches. Und also das Resultat davon war, dass ich dann eigentlich auch bis heute jetzt nicht mehr sagen könnte, ich hätte immer noch Angst vor den Wesen. Mhm. Also vorher war das ja eine richtige, wirklich ich würde fast massive Angst. Und jetzt ist es eigentlich nicht mehr so. Mhm. Wie deutlich haben Sie dieses Wesen gesehen? Sehr deutlich. Das saß vielleicht so einen halben Meter von mir entfernt. Also das war in so eine Lichtgestalt, würde ich sagen. Mhm. Haben Sie Details erkannt von dieser Lichtgestalt? Ja, also ich habe ein Profil erkannt, so ein menschliches Profil. Mhm. Mit Nase und Mund. Mhm. Und das andere, das war jetzt dann nicht so eine geformte Gestalt, sondern das war so mehr, als ob das Lichtwesen gehüllt wäre in Licht. Dann. Das Resultat war dann, dass Sie die Angst verloren haben. Ja. Frau Bodenmüller, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.